Ja, hallo zusammen. Es geht ein Wind, ein schöner, schöner Wind. Und ich bin hier auf einer Wanderung, ich weiß nicht, ob man es sieht, nach Tornby. Tornby ist etwa 10 Kilometer entfernt von wo ich wohne, in Dänemark. Ich wohne jetzt ja seit etwa, ja was sind das jetzt? Seit 3 Monaten wohne ich jetzt in Dänemark. Und ich fühle mich super wohl in Dänemark. Die Dänen sind sehr zurückhaltend, kann man sagen. Sie lassen einen in Ruhe, kann man sagen. Was sowohl positiv ist, wie auch ein bisschen negativ. Also die Schattenseite, ich fange mit der Schattenseite an. Ich weiß nicht warum, aber ich fange mit der Schattenseite an. Die Schattenseite ist, dass man vielleicht nicht so schnell vorwärts kommt, wie wenn jemand direkt ist. Also in Deutschland habe ich das Gefühl, die Leute sind direkter, zu mir auf jeden Fall. Und da kommt man schneller ein bisschen aus sich heraus, man entwickelt sich irgendwie schneller. Und hier ist alles ein bisschen gesitteter, kann man sagen. Und um mal ein bisschen runterzukommen und ein bisschen zu atmen, ist das genau das Richtige im Moment. Ich glaube, darum habe ich auch bewusst Dänemark gewählt oder vielleicht auch unbewusst, um hier ein bisschen so für mich immer wieder ein bisschen herunterkommen zu können nach meinen Reisen. Obwohl ich hier ja auch reise. Einfach kleinere Reisen, kann man sagen. Und ja, kann man schon erzählen, was ich in den nächsten Monaten vorhabe. Keine Ahnung, ob das dann wirklich so umsetzbar ist. Aber in einer Woche gehe ich in die Schweiz, 10 Tage, und werde dort mal mein Lager noch ein bisschen, mein Möbellager, das ich dort immer noch habe, werde mal noch ein paar Sachen verkaufen, werde noch auf ein paar TÜV-Touren gehen, werde ich sicher auch ein Video dazu machen, werde ich ein bisschen Wanderungen machen dort, meine alte Arbeitsstelle besuchen, meine alte Chefin, das tönt jetzt so, meine ehemalige Chefin, beide, und einige Kollegen treffen, Kolleginnen und ja, vielleicht auch Familie, aber da bin ich noch nicht sicher. Ja, und das sind dann 10 Tage, die werden wahrscheinlich sehr intensiv werden. Ich bin dort auf einem Zeltplatz und danach geht es dann im Juli wieder zurück, Anfang Juli. Werde ich sicher einen Monat oder vielleicht auch ein bisschen länger hier wieder bleiben. Vielleicht noch nach Kopenhagen gehen, 2, 3 Tage, um dort auch mal ein bisschen Hallo zu sagen. Vielleicht auch noch surfen gehen, weil heute könnte man sehr gut surfen. Ist jetzt nicht die ultimative Brandung, also nicht die gefährliche Brandung, aber es kann schon auch Strömungen haben, die ein bisschen heftiger sind. Und das Meer ist wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht drin gewesen, aber das Meer ist ungefähr, ja, ich schätze ungefähr 16 Grad, 15 Grad etwa. Die Nordsee hier wird sowieso fast nie wärmer, weil auch wenn man jetzt wir haben jetzt Mitte Juli, in der Schweiz wird es, glaube ich, sogar heute schon oder morgen über 30 Grad. Und hier im Norden Dänemarks, man darf das nicht unterschätzen, Norden Dänemarks, wo ich jetzt bin, ist etwa auf der Höhe ist nördlicher als Moskau. Ist auf der Höhe von Neufundland oder Schottland. Das heißt relativ weit nördlich. Ich habe auch vor, in den nächsten Tagen noch ein Video zu machen vom längsten Tag des Jahres. Da sieht man, also es wird am Abend, in der Nacht wird es nur so halbwegs dunkel. Also es ist relativ weit nördlich hier. Und darum ist auch die Temperatur jetzt im Moment etwa 17, 16 Grad. Also relativ frisch. Was aber eben auch cool ist, weil, ja, eben cool, genau cool. Was eben auch geil ist, weil man
diese Hitze nicht hat, obwohl ich manchmal die Hitze auch gerne habe, kann man nämlich so richtig geil baden gehen. Aber nein, im Moment passt das sehr gut mit Dänemark. Keine Ahnung, wie lange sie mich hier lassen, wie lange ich das Gastrecht noch benutzen kann. Im Rückblick kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung, nach Dänemark zu kommen. Und dann eben so Mitte August wahrscheinlich, vielleicht auch schon Anfang August. Also ich werde sicher mal noch 2-3 Tage nach Norwegen gehen, mit der Fähre. Dort ein bisschen die Fjords, oder dort hat es glaube ich auch einen höheren Berg. Werde ich den mal noch bewandern, ein bisschen campen, zelten. Und nachher werde ich dann eben loslaufen Richtung Süden sozusagen, der Küste entlang hier. Genau diese Küste. Und das sind dann bis Holland, also Niederlande, sind das etwa 500 Kilometer. Also doch, das werden noch etwa 20, 30 Tage sein, bis ich in den Niederlanden bin. Und dann einfach mal schauen, wie weit ich dann noch komme. Ob es noch nach Belgien reicht oder vielleicht sogar Frankreich. Das werden wir dann sehen. Weil ihr wisst ja, der Swiss Walking Guide, der schaut auch gerne die Details an. Und es kann sein, dass ich dann irgendwie auch schon in Dänemark irgendwo hängen bleibe. Aber wir werden sehen. Und dann habe ich eben das ja etwa geplant bis Ende September, einfach bis es dann wieder kälter wird. Ja, und dann im Herbst will ich ein bisschen Videos wieder ein bisschen nachbearbeiten, sortieren, an meinen anderen Projekten arbeiten, ja, Interviews machen und so weiter. Und im Januar 2027 habe ich dann vor nach sehr wahrscheinlich Indien. Ich war schon mal in Indien vor etwa, was war das, vor etwa 24 Jahren schon zurück. 23, 24 Jahre war ich schon in Indien. Damals war ich in Südindien, hatte sehr viele coole Früchte gegessen und viele Rohkost damals. Und jetzt zieht es mich wahrscheinlich eher nach Norden, also Nordindien. Vielleicht sogar auch in die Berge dort. Mal schauen. Muss ich immer schauen, wie die politische Lage natürlich ist und so weiter. Ja, also wenn es nicht Indien ist, nein, ich lasse es jetzt mal bei Indien. Also im Moment ist es Indien. Und das wäre dann auch so Januar bis etwa März. Ja, bis Ende März etwa. Also in ungefähr 2,5 Monate. Und dann wieder hier zählt. Und dann wahrscheinlich im Sommer eher Osteuropa. Also ich habe vor, so wahrscheinlich Rumänien. Ich würde Rumänien extrem reizen. Weil irgendwas ist dort für mich. Keine Ahnung, ob es die große Liebe ist oder was auch immer, aber irgendwas ist in Rumänien. Also die Blutsauger sind sowieso dort, aber irgendwie habe ich das Gefühl, in Rumänien finde ich noch was. Und nur schon die Natur dort, also so, eben so Transsilvanien und so, das ist spektakuläre Natur. Muss ich dann auch schauen, ob ich mich dort nicht wirklich zu fest dann verirre. Weil ich bin eher so einer, der plant das nicht so ganz hundertprozentig durch. Der geht einfach mal. Muss ich dann schauen, wie das funktioniert. Ja, und das wäre dann auch etwa 2-3 Monate im Sommer. Und dann sind wir dann schon bald wieder 2028. Und dort weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was passiert. Wenn ich bis dann von diesem YouTube-Kanal leben kann, okay. Wenn nicht, was ich eher annehme, ich werde sicher weitermachen, auch wenn ich jetzt nicht davon leben kann. Aber dann werden wir schauen, wo es dann noch hingeht, wie das Geld reicht und so weiter. Ja, das sind so meine Pläne für die nächsten 1-2 Jahre. Natürlich kann sich auch alles immer wieder ändern, das weiß ich nicht. Aber so sieht es ungefähr aus.
Und ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr mich begleitet auf meiner Reise. Und take care, sagt man doch. Also haltet euch ein bisschen Sorge. Wo immer ihr jetzt gerade seid, beim Arbeiten oder was auch immer. Und vergesst nicht zu träumen und die Träume auch umzusetzen. Weil ihr lebt nur einmal. Oder zweimal. Oder dreimal. Oder viermal. Aber vor allem versucht voll zu leben. Bis wieder mal. Tschüss.